Fragen auf Antworten. Es gibt zu wenig Gedichte von meinen Leuten. Zu wenig. Keine Geschichten, weil die Buchstaben ertrunken sind. Im Meer. Das Tote Meer ist überall. Lebensbejahende Rufe aus dem tiefen Grund. Sie heilen nur im Licht ihrer Ahnen. Oben wütet ein Sturm. Unten ist es still. Die Ruhe vor der Ruhe. Leben ist nicht für alle bestimmt. Leben, das dürfen nur die Toten, sagen die, die überleben. Warum schreibst du sie auf, die Geschichten deiner Leute? Weil ich sie aufklauben, angeln muss. Buchstabe für Buchstabe für Buchstabe aus dem Meer. M-E-E-R. Tiefes Meer. M-E-H-R. Das war der erste Text Fragen auf Antworten aus dem Buch Buchstabengefühle, eine poetische Einmischung von Stefanie Laya Okongo. Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen, deswegen wollte ich euch gleich ein Gefühl dafür geben, worüber ich jetzt reden werde. In diesem Buch hat die Autorin sehr viele poetische Texte zusammengetragen und ich habe gerade den neuen Podcast von Charlotte Schönewetter gehört, in dem sie ein Interview mit dem Autoren Musa Okonga gemacht hat. Und der Autor hat darin, also sie haben da über Gedichte gesprochen und der Autor sagte da, dass er kein Maler ist, aber er schreibt auch Gedichte und Gedichte sind für ihn die nächste Form, mit denen er sich quasi sowas wie Bilder schafft. Ich weiß nicht, ich hatte bei dem Gedicht, was ich euch gerade vorgespielt habe, auf jeden Fall auch visuelle Bilder. Aber generell bin ich eher nicht so der visuelle Leser, sondern ich habe eher emotionale Bilder und die Bilder, die die Autorin hier in diesem Buch geschaffen hat, waren sehr komplex und cool und bewegend auf jeden Fall. Und genau das ist auch die Art, wie ich mich Gedichten zuwende. Also ich gucke mir nicht so viel formale Dinge an, deswegen kann ich euch nicht so viel darüber sagen. Ein paar Sachen habe ich trotzdem aufgelistet. Als erstes sage ich jetzt häufiger wahrscheinlich Gedicht zu den Texten, was nicht so ganz richtig ist. Es sind poetische Texte. Die Autorin sagt im Vorwort selber, dass sie sich eher auf den Begriff Poetry, also den englischen Begriff, bezieht, als auf den deutschen Begriff Poesie, weil die doch etwas unterschiedlich sind und Poetry das mehr trifft, was sie meint. Und sie kommt nämlich eher so aus dem Spoken-Word-Kontext. Also ihre Texte sind eher Spoken-Word-Texte. Und damit zusammenhängt wahrscheinlich gibt es diese Erweiterung. Und zwar mit dem Erwerb von diesem Buch hat man auch Zugang zu akustischen Beiträgen. In manchen wird das Gedicht vorgelesen, wie das Gedicht, was ihr gerade gehört habt. Und andere sind einfach akustische Untermalungen von anderen Texten, sodass die Atmosphäre, die in dem Text schon hergestellt wird, nochmal akustisch unterstützt wird, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und es ist ein autobiografisches Buch. Die Autorin sagt im Vorwort, dass es eine Fortführung von ihrem ersten Buch ist. Das war eine Autobiografie, die vor einigen Jahren erschienen ist. Insofern sind die Texte auch sehr autobiografisch von ihr. Im Vorwort stellt sie sich auch vor und das würde ich gerne einmal vorlesen. Ja, mein Bauch ist groß, in ihm wird viel Liebe und Schmerz und altes Wissen aufbewahrt, denn in ihm wohnt eine erwachsene Schwarze, von gesellschaftlicher Behinderung betroffene, neurodiverse, von unerschöpflichen Emotionen getragene, löffelzählende, queere, fat is beautiful, mehrfach überlebende Akademikerin, Künstlerin und Aktivistin mit deutschem Pass. Eine weiß, dünn, cis-weiblich und in der Mittelschicht sozialisierte, polyliebende Femme of Color,
mit einem Einkommen, was sie ab und an begrenzt und ab und an beflügelt, aber nie planbar ist. Eine politische Königin mit angemessen vielen Haaren auf dem Kopf und mit großem Herzen. Stand Mai 2018. Dieses Vorwort hat sie mir einfach unglaublich sympathisch gemacht und schon in der Beschreibung von sich selbst habe ich gemerkt, wie viel ihr einfach wichtig ist. Und sie hat klar einen intersektionalen Anspruch, weil sie schreibt, ihre Erfahrungen sind auch einfach intersektional. Denn darum geht es in diesem Buch. Es geht um ihre Erfahrungen, es geht um ihre Gedanken und es geht um ihre Gefühle. Und ich habe mich dadurch sehr persönlich angesprochen gefühlt, einfach von einer Person zur anderen, von der Autorin zu mir als Leser. Und ich habe viel aufmunternde Texte gefunden, also viele Gedichte haben so eine krasse Hoffnung in sich und es gibt auch einzelne Sätze, die sehr aufmunternd für mich waren. Ich habe einen herausgesucht aus dem Text Wurzelbehandlung und zwar: Du darfst dich schön finden, doch du brauchst nicht schön sein. Einfach cool, wie sie mit dieser Widersprüchlichkeit positiv umgegangen ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auf der anderen Seite beschreibt sie aber auch ihre Wut und ihre Enttäuschung und ja, ihr Kämpfen immer damit, dass privilegierte Leute sich nicht mit ihren Privilegien auseinandersetzen und sich nicht ihrer Verantwortung stellen. Und da habe ich mich auf jeden Fall auch oft angesprochen gefühlt. Auch hier habe ich, um das Video kurz zu halten, nur einen kurzen Satz rausgesucht, auch aus dem gleichen Text aus Wurzelbehandlung. Und zwar: Dein Privileg besteht darin, dir meine Erfahrung jetzt anhören zu dürfen und nicht zu erleben. Das ist so eindeutig, dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. Genau, das stimmt einfach. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieses Beispiel jetzt so gut ist, um zu zeigen, dass trotzdem, obwohl sie mich in die Verantwortung nimmt oder mich aufruft, Verantwortung zu übernehmen, sie trotzdem sehr mitfühlend dabei ist. Also obwohl klar die Wut und die Erschöpfung und ja, sehr viele negative Emotionen auch in diesen Gedichten rüberkommen, fühle ich mich trotzdem nicht verurteilt dafür, dass ich die Privilegien habe, sondern ich muss halt einfach nur einen Umgang damit finden. Denn was ich mitgenommen habe, ist, dass die Autorin sehr viel Hoffnung auf jeden Fall noch hat. Und zwar hat sie einen Glauben in Menschen und daran, dass Menschen sich gegenseitig verstehen können, dass Menschen gegenseitig in einen Austausch miteinander kommen können. Und wenn das passiert und wenn Leute sich gegenüberstehen mit Empathie und Mitgefühl und versuchen, sich ineinander hineinzufühlen, dann können auch positive Beziehungen zwischen Menschen entstehen, die unterschiedlich sind. Und so sind auch ihre Fragen, die sie im Vorwort mitgibt, die man sich im Laufe dieses Buches immer wieder stellen sollen, zwei, die mit Gefühlen zu tun haben. Und zwar erstens: Kannst du mich fühlen? Und zweitens: Kannst du dich fühlen beim Lesen meiner Texte? Und ich für mich als Antwort habe aus jedem Gedicht irgendetwas mitgenommen und habe irgendwas gefühlt. Es war einfach super schön. Ich habe mir Zeit genommen für diesen Band. Ich habe zum Beispiel das erste Gedicht gelesen und dann eine Pause gemacht, einfach weil so viel da drin passiert, dass ich es nicht runterlesen wollte. Deswegen habe ich 2 Monate an diesem Buch gelesen, aber es hat sich gelohnt und ich habe mich immer wieder gefreut, wenn ich es zur Hand genommen habe. Denn ich finde einfach beeindruckend, wie liebevoll ihre Worte einfach sind, trotz oder gerade wegen dieser gewaltvollen Realität, über die sie spricht. Und die 3 Wünsche, mit denen sie ihr Vorwort abschließt, finde ich auch sehr bezeichnend. Sie geben sie fassen irgendwie zusammen, wie ich finde, die ganze Atmosphäre von allen Texten so ein bisschen ist. Und zwar sind ihre Abschlussworte: Viel Liebe, viel Entdeckungslust, viel Achtsamkeit mit uns allen. Wie ihr merkt, hat mir dieses Buch richtig gut gefallen. Ich fand, es hat wunderbare Bilder gezeichnet, es hat komplexe Emotionen bei mir hervorgerufen und ich fand es einfach richtig, richtig schön. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen. Und damit zur Verlosung. Ich habe nämlich die Autorin angeschrieben, weil ich sie fragen wollte, ob ich akustische Beispiele benutzen kann, um euch so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu geben, wie dieses Buch ist.
Und sie war super freundlich und hat zugestimmt und sie hat gleichzeitig dem Verlag Bescheid gesagt, dass ich ein Video machen möchte. Und der Verlag hat angeboten, also Worte und mehr, hat angeboten, mir ein Exemplar von diesem Buch zukommen zu lassen. Ich habe mir dieses Buch halt schon sehr gerne selber gekauft, aber ich dachte, ich verlose es gerne an eine Person von euch. Dazu müsstet ihr mir einen Kommentar unter dieses Video schreiben, in dem steht, dass ihr teilnehmen möchtet. Und wahlweise hätte ich auch noch gerne gewusst, was der letzte Text ist, der euch sehr beeindruckt hat, den ihr mir weiterempfehlen könnt. Genau, aber das ist nur optional. Und ihr habt eine Woche dafür Zeit, dann werde ich eine Person ziehen, die gewonnen hat. Aber genaueres schreibe ich auch einfach noch in die Infobox unter dieses Video. Damit war's das. Bis bald!